hatte den Bug selber nur ein einziges Mal bei Meteo und da hat ihn irgendwie jeder, also das war nicht mal was Besonderes. Beim ersten Meteo hat ihn jeder. Der wird immer angezeigt. Sonst könntest du ja instant wieder reingehen. Dann hättest du ja gar kein CD und das habe ich noch nie gehört. Dann wärst du der erste Mensch, der einmal überhaupt kein CD hatte. Das ist recht unwahrscheinlich. In 3 Jahren, dass du der Erste bist, heute, der gar kein CD hatte, halte ich für ein Gerücht, Sir. Weil das mit dem keinen Cooldown, das behaupten Leute schon seit Ewigkeiten. Ich habe es ehrlich gesagt nie so richtig geglaubt, weil ich ihn selber nie hatte und ich hunderte Clockworks getötet habe, was ich immer noch nicht verstehe, wie das sein kann. Aber ja, also bei Clockworks hatte ich es noch nie. Das verstehe ich ehrlich gesagt auch echt nicht, wie das sein kann. Einmal beim Meteo auf Easy, 0 Uhr, also dann Cooldown auf 0 Uhr, das heißt einen Tag Cooldown. Dann kann ich direkt Mittel machen. Oder ich glaube, ich habe nochmal Easy gemacht, aber ist egal. Aber bei CW gar nicht. Und seitdem auch kein einziges Mal. Seitdem immer ganz normal die 2 Tage Cooldown. Sowohl bei Meteo als auch bei CW. Also ich verstehe immer noch nicht so hundertprozentig, wie das sein kann. Also es ist einmal auf FEC um 23 Uhr gemacht und schon 45 Minuten CD. Aber nur einmal und nie wieder. Ja, es ist schon mysteriös auf jeden Fall. Aber auch ultra dämlich. Also, ich sage mal so, bei CW und Meteo ist mir das jetzt relativ... Ich meine, bei Kriton wird es mich schon jucken. Ich meine, Kriton ist relativ wichtig. Wobei, nevermind, bei Kriton und Red Meteo, die haben ja nur einen Tag Cooldown. Aber wenn es so einen ähnlichen Bug bei Kriton geben würde, ich meine, da würde es mich schon jucken, weil ich meine, da sind ja die Drops ein bisschen wertvoller. Ich meine, stell dir vor, du könntest jeden Tag 2-mal Kriton machen, durch irgendeinen Bug oder so, der aber irgendwie random wäre oder keine Ahnung, whatever. Ich meine, da würde ich mich schon aufregen und sagen, ja, wie kann das sein? Was ist das für ein Müll? Wie kann man sowas nicht fixen? Oder wenn, dann macht es halt so, dass jeder das machen kann oder keine Ahnung. Bei Meteo und Clockworks muss ich sagen, die droppen so schlecht, dass es mir da eigentlich relativ egal ist. Aber trotzdem, vom Grundprinzip muss man sagen, ist es auch Bullshit, weil... Was ist das für eine Scheiße? Also manche Leute können einfach 2-mal rein, also Back-to-Back und manche nicht. Also beim Serverstart ist es schon unfair, wo Clockworks und Meteo wirklich extrem viel noch wert sind, wo alles, egal was du droppst, der schlechteste Scheiß, selbst eine Enduki ist 5 Mio wert, so ungefähr. Ist schon unfair, also keine Ahnung, check ich nicht. Ehrlich gesagt. Vor allem, ich habe schon die wildesten Theorien gehört. Die letzte Theorie, die ich zu dem Thema gehört hatte, war irgendwie, dass es immer von Sonntag auf Montag passiert. Was in deinem Fall ja auch nicht stimmt, weil das war jetzt Montag auf Dienstag. Also diese Sonntag auf Montag-Theorie, die war sofort debunked, weil es an literally jedem random Tag hat irgendjemand geschrieben, ich habe keinen Cooldown. Das war Dienstags, Donnerstags, Mittwochs, Freitags. Das war an jedem verdammten Tag, ist es schon passiert. Also das hat mit dem Wochenende oder Woche oder das überhaupt nichts zu tun. Aber so richtig scheint keiner zu wissen, wie es funktioniert. Es passiert einfach. Es passiert einfach. Und ich wette, Gala, ehrlich gesagt, ich glaube, die wissen es auch nicht. Ich kann mir kaum vorstellen, dass so ein Bug existiert und sie es wissen und sie genau wissen, was das Problem ist, aber ihn trotzdem nicht beheben. Das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Ich wage es mal zu doubten, dass das so ist. Falls es überhaupt ein Problem ist, vielleicht sind wir auch einfach alle nur dumm und verstehen nicht, wie Clockworks und Meteo funktionieren. Kappa. Vielleicht sind wir einfach alle nur so blöd dafür, um die Weisheit der Developer zu verstehen. Ich weiß es nicht. Und so schlecht, sagt der Bloody Cloud Master.
Bloody Cloud droppt aber bei Red Meteor Pokerface und ich habe gesagt Clockworks und Meteor. Wie gesagt, bei Red Meteor kann es ja auch gar nicht passieren, weil Red Meteor nur einen Tag Cooldown hat. Dann kann ja der Cooldown nie mehr als einen Tag sein. Also du kannst immer um 0 Uhr wieder rein. Bei Red Meteor und Kriton gibt es das Problem zum Glück nicht. Also ich meine, auch Red Meteor. Stell dir vor, bei Red Meteor am Serverstart, du könntest einfach Doppel Red Meteor machen und dann einfach um 23:59 Uhr dann nochmal quasi, also um 0 Uhr bei Reset dann nochmal. Wo halt Bloody Waffen 10 KF-Coin wert sind. Also ich meine, da geht es ja wirklich auch gar nicht um gönnen oder nicht gönnen. Ich meine, du musst ja trotzdem erst noch was droppen. Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht ja darum, dass einer einfach random mehr Runs machen kann und der andere nicht. Also ich meine, das ist einfach... Sowas sollte eigentlich schon nicht passieren, bin ich der Meinung. Ehrlich gesagt. Schon ein bisschen lächerlich. Eigentlich. Ich meine, zum Glück betrifft es nur relativ unwichtige Bosse, die die meisten Leute sowieso nicht mehr wirklich interessieren. Schon nach kurzer Zeit. Aber Imagine, die machen einen neuen Gildenboss. Ich meine, es gibt der höchste Gildenboss ist Meteonica mit Level 100. Imagine, die machen einen neuen Gildenboss. Zum Beispiel Baga. Ist ein Open-World-Boss im Grasland. Der ist quasi der schwache Behemoth, kann man so sagen. So ähnlich. Also ähnlich wie mit Kraken und Kriton. Kraken 500 Millionen HP, Cursed, Pipapo und Kriton absoluter Larry, so ungefähr, dagegen. Aber gleiche Fähigkeiten, sehen ähnlich aus und so weiter, Pipapo. Und ich meine, da könnte ich mir schon vorstellen, theoretisch, dass die auch mal nochmal einen neuen Gilden-Dungeon machen. Und die beiden Gilden-Dungeons, die wir haben, haben beide 2 Tage Cooldown. Und Imagine, da kannst du dann auch sowas ähnliches wie Hanneswaffen droppen. Also oder irgendwas krasses halt, was dann im High-Level, weiß ja nicht, was kommt. Aber Imagine, da kommt dann auch irgendwie so ein ultra krasses Item aus diesem Boss raus. Den du auch erst dann vielleicht mit 165 überhaupt erst farmen kannst oder 170 oder so. Und dann können manche Leute einfach doppelt rein und du hast 2 Tage Cooldown. Ich meine, da kommt man sich dann ja irgendwie schon ein bisschen verarscht vor, so. Ich meine, klar, es kommt immer darauf an, auf welcher Seite du stehst. Der Typ, der doppelt reinkommt, denkt sich, hammergeil. Und der Typ, der nicht doppelt reinkommt, denkt sich, was ist das für doppel Scheiße, so ungefähr. Und sowas sollte einfach nicht sein, ehrlich gesagt. Gleiches Recht für alle. Gleiche Runs für alle. Ob man dann Glück hat oder nicht, ist ja wieder was ganz anderes. Das ist ein komplett anderes Thema, ob man dann überhaupt was droppt und so. Darum geht es ja gar nicht. Es geht einfach nur darum, die Grundchance sollte gleich sein. Ist ja wie mit allem. Upgrade-Chancen und so weiter und Pipapo soll ja auch immer alles gleich sein. Und da ist es ja das Gleiche. Also, schon, wenn man drüber nachdenkt, ehrlich gesagt, ziemlich lächerlich. Glücklicherweise richtet es so gut wie keinen Schaden an, aber wie gesagt, mit Blick in die Zukunft könnte es halt irgendwann schon ziemlich ärgerlich sein für manche. Am Ende erklären sie es dann wahrscheinlich so wie Golden Albert. Ja, du kannst halt, wenn du Glück hast, quasi nur einen Tag Cooldown haben, aber in der Regel sind es halt 2 Tage. So wie ein Golden Albert in deinem Dungeon Run erscheinen kann, dann kannst du ihn töten für bessere XP und Drop vom Giant. So kann es sein, dass der Cooldown nur einen Tag ist. Wahrscheinlich würden sie es echt so erklären und einfach sagen, ja, das ist halt ein Easter Egg.